Willkommen zurück auf unserem Kanal und zu Ihren ersten Schritten mit SharePass. In unserem heutigen Video möchten wir uns der Administration Ihrer Services und Applikationen über die SharePass-Konsole widmen. Wir springen also direkt in die Administrationskonsole, welche in 3 Hauptbereiche aufgeteilt ist. Zuallererst haben wir oben links die Übersicht über die Domain. Hierbei handelt es sich um Punkte der Infrastruktur. Sie können sich hier Infos zu Benutzern, Gruppen oder den Serverinstanzen anzeigen lassen. Hierzu sei gesagt, dass Sie SharePass im Einzelbetrieb, aber auch auf mehreren Servern gleichzeitig betreiben können. Der Betrieb ist on-premise, in der Cloud oder auch im Mischbetrieb möglich. Im Bereich darunter sehen Sie die Auflistung der Instanzen, Proxys und am wichtigsten der einzelnen Services. Jede Applikation oder auch Integration hat hier seinen eigenen Unterordner zur besseren Übersicht. Der Name ist immer der, den Sie im SharePass Designer definiert haben. Wenn wir hier also unseren zuvor deployten Service auswählen, werden im rechten Teil der Oberfläche alle Informationen hierzu angezeigt. Hierbei sind vor allem die Bereiche XUML-Service und das Logging interessant. Im ersten bekommen Sie eine Übersicht zu allen Grundeinstellungen für den Service. Hier sind vor allem das Startverhalten und die Log-Einstellungen interessant. Im Bereich Logging haben Sie einen kompletten Überblick über die Ereignisse innerhalb des jeweiligen Service. Vor allem bei neu deployten Services sollten Sie hier die fehlerfreie Funktion kurz kontrollieren. Selbstverständlich haben Sie hier diverse Filter, um die Übersicht an Ihre individuellen Ansprüche anzupassen. Hier sei auch nochmals erwähnt, dass jeder Service unabhängig deployed, verwaltet und ausgeführt wird. Bedeutet, dass Änderungen auf einem einzelnen Service keine Auswirkung auf die anderen Services hat, was sie in puncto Anpassungen und Deployments unheimlich flexibel macht. In unserem nächsten Video machen wir einen kleinen Sprung und wechseln in den Analytics-Bereich und zeigen Ihnen, wie Sie Daten in SharePass analysieren und grafisch auswerten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und weiterhin viel Spaß mit SharePass. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann zeigen Sie es durch einen Daumen nach oben. Wenn Sie Kommentare oder Anregungen haben, freuen wir uns über Ihr Feedback. Abonnieren Sie unsere Kanäle und erhalten Sie weitere kostenlose Informationen zu SharePass, der Digitalisierungsplattform für IT-Integration, Applikationsentwicklung und Prozessautomatisierung. Besuchen Sie uns auf share-pass.com und auf Social Media. Wir freuen uns auf Sie. SharePass. Let's talk change.